Hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Plattformer. In diesem Abschnitt werden wir eine Moving Plattform erstellen, die man auch aneinanderreihen kann, so dass man in verschiedene Richtungen sozusagen durch die Luft schwebt und dementsprechend kann man natürlich dann auch draufspringen und wir werden auch einen Sicherheitscollider mit einbauen, sodass die Plattform wieder umdreht und unseren Player nicht zerquetscht. Wahlweise kannst du das natürlich auch als Damage werten. Ich habe es jetzt aktuell mal so programmiert, dass es dann automatisch wieder die Richtung wechselt, falls unser Player das dann berührt. So, dann kann man natürlich auch wieder drauf, dann geht es auch wieder nach unten und genau das ist praktisch der Inhalt dieses Abschnitts und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wir gehen auf Content Blueprints und hier legen wir uns mit der rechten Maustaste New Folder an und den nennen wir einfach mal Moving und dann Plattform. So, das wird unser Ordner Moving Plattform. Per Return oder Enter kommen wir auch gleich rein und dann rechte Maustaste und dann Blueprint-Klasse und wir benötigen an dieser Stelle einen Actor und den nennen wir jetzt einfach mal dp_Plattform oder Lift, je nachdem, freie Wahl der Waffen. So, und per Doppelklick können wir dieses dann auch gleich öffnen und jetzt benötigen wir unsere Plattform, unsere Elevator-Plattform im Viewport und dazu gehen wir hier links oben auf das Plus Add und geben ein Static Mesh. So, dann holen wir uns hier ein Static Mesh und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal Plattform oder Lift, je nachdem, wie du dein Blueprint benannt hast. Und für dieses Static Mesh kannst du natürlich hier drüben unter Static Mesh einsetzen, was du möchtest. Ich nehme jetzt einfach mal ganz simpel einen Cube. Und dazu suche ich mir hier einen Cube Static Mesh aus und der sieht aktuell so aus und den werde ich jetzt noch beim Scale, ich mache das Vorhängeschloss extra mal auf, ich sage einfach mal 1.5 und dementsprechend 1.5 und dann 0.1. So, dann habe ich an dieser Stelle schon mal meine Plattform und wenn ich jetzt hier oben auf Compile gehe, dann bin ich auch in der Lage, ein Material zuzuordnen. So, und als Material, da suche ich mir jetzt einfach mal einen Rock raus. Wir haben ja sehr viele Assets von Fab und da werde ich sicherlich eins finden. Jetzt gehe ich mal ein bisschen hoch, ein Baked möchte ich nicht. Ich werde mir einfach mal so eine Geschichte nehmen von meinen Megacomps oder von den Mountain Rocks. Ich gebe jetzt einfach mal das hier ein. Das ist einfach nur ein Servierbeispiel. Als Plattform kannst du, wie gesagt, nehmen, was du möchtest. So, dann gehen wir hier mal auf Save und Compile und dementsprechend auf den Event Graph. So, was haben wir jetzt vor? Wir wollen praktisch eine Plattform von einer Startposition zu einer Endposition fahren und dann wieder von der Endposition zur Startposition zurück. Und dazu können wir uns schon mal von diesen beiden Nodes hier trennen, die benötigen wir an der Stelle nicht und jetzt legen wir per rechter Maustaste einen Custom Event an, Add Custom Event und den nenne ich jetzt einfach mal Forward und dementsprechend möchte ich natürlich auch wieder zurück, das bedeutet, ich lege mir einen neuen Custom Event an und dieser Custom Event, den nenne ich einfach mal Backward. So, das wären meine Forward- und Backward-Custom-Events und man kann sich schon denken, wir werden das über eine Timeline steuern. So, rechte Maustaste und wir geben ein Timeline und hier unten Add Timeline und die nennen wir jetzt einfach mal Plattform Timeline, ich nenne es einfach Timeline. So, das wird meine Plattform Timeline und die werde ich jetzt gleich mal per Doppelklick öffnen und dann geben wir hier bei Plus Track einen Flow Track an und den nenne ich jetzt einfach mal Mover oder dementsprechend Alpha, je nachdem, das ist auch wieder Freiwahl der Waffen, was den Variablennamen anbelangt und von der Länge her hätte ich gerne eine Sekunde. So, dann benötige ich noch zwei Keys und zwar rechte Maustaste Add Key und hier oben geben wir ein 0 und 0. So, hier hinten auch nochmal Add Key und dieser Key wird sein an der Stelle 1 und 1. So, damit man es besser sieht, kann man hier diese zwei Buttons drücken und dann ist das schön sauber da. Und wer möchte, dass das nicht absolut linear ist, der kann hier mit Shift und linker Maustaste
beide selektieren, sodass sie blau sind, diese beiden Keys, und dann rechte Maustaste auf Auto, sodass es einen smoothen Übergang gibt, aber das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. So, damit wir auch diese Endposition, diesen 1-1 Key erreichen, können wir hier oben mit Use Last Keyframe das Ganze aktivieren, das heißt wir selektieren das an, sodass auch die 1-1 erreicht wird. So, dann gehen wir wieder auf Compile und zurück auf unseren Eventgraphen. So, bei Forward wollen wir die Timeline Play from Start verknüpfen und bei Backward Reverse from End. So, wir gehen von 0 bis 1 und dann wieder von 1 zurück auf 0, 0. So, gut, was wollen wir jetzt beim Update erledigen? Wir wollen jetzt hier sozusagen den Lift bewegen, also die Plattform, und das heißt, ich mache jetzt hier mal Set Relative Location und zwar von meiner Plattform. So, das passiert im Update und jetzt haben wir natürlich die Geschichte über den Mover von 0 bis 1 und dazu benötigen wir natürlich hier die New Location in der Relativgeschichte und das erledigen wir über einen Lerp-Vektor. Rechte Maustaste, Lerp-Vektor. Und hier ist es auch schon, dann können wir das Ganze hier schon mal bequem in die New Location verknüpfen. So, jetzt verschaffe ich mir erstmal etwas Platz, das heißt, ich ziehe das ein bisschen rüber. Den Mover hier, diesen Float, können wir hier schon mal mit dem Alpha verbinden. Und jetzt müssen wir den Lerp nur noch verstehen. Wir gehen praktisch von 0, 0, 0 aus. 0, 0, 0 ist immer das Zentrum unserer Default Scene Route, also unserer Startposition, unserer Plattform. So, und B wird natürlich jetzt sein unsere End Position oder End Location und dazu gehen wir hier auf Plus bei Variabel und geben einfach mal ein End Location als Variabelname und die wird sein, man kann sich denken, vom Typ Vektor. So, diese End Location, die möchte ich natürlich sichtbar haben und zwar vorne im Viewport, im Detail und dazu sollte man hier drüben noch Show 3D Widget unter Details auf True setzen, dann wird das Ganze auch schön detailliert dargestellt. So, dann gehen wir mal auf Compile und Save und damit man das Ganze dann besser sieht, dieses 3D-Widget geben wir hier bei der End Location bei der Z-Achse eine 100 ein, also 00, 100 und dann gehen wir mal auf Compile und dementsprechend wäre das Ganze dann schon mal implementiert. So, die End Location können wir rausziehen, die geht jetzt sozusagen in unser B und dann nochmal auf Compile und wenn wir jetzt auf unsere Level 1 Map gehen und ich gehe hier oben mal mit Default auf True, damit ich bei 500 bin, ich lege es mir jetzt einfach mal hier so rein in meinen Laufweg und dann sehe ich hier oben, habe ich meine End Location. Durch dieses Häkchen bei Show 3D Widget sind wir nun in der Lage, diese End Location anzuklicken und ich kann sie zum Beispiel mal hierhin positionieren. Das kann man nach oben, nach links, rechts, nach unten, das ist also absolut frei wählbar, sodass man hier einen sehr schönen Plattform-Parcours aufbauen kann. So, ich lege es jetzt einfach mal spaßhalber hier oben hin und dann wechsle ich zurück auf meinen BP-Plattform. So, an dieser Stelle müssen wir natürlich unsere Forward noch aktivieren. Das könnten wir jetzt bei Event Begin Play machen, indem wir hier einfach sagen, dass er den Custom Event Forward aufruft. Aber wir könnten auch unter Plattform Timeline Variante 2 hier einfach sagen Autoplay und dann ist das sozusagen genauso gestartet an dieser Stelle. So, jetzt wenn ich wieder auf meine Level 1 Map gehe und dann werde ich hier drüben einfach mal Simulate starten und dann sehen wir, dass unsere Plattform sich von da nach da bewegt. So, jetzt soll sie natürlich nicht von der Startposition nur zur Endposition sich bewegen, sondern natürlich auch wieder zurück, also mit dem Reverse from End wieder zurück zur Startposition. Und dazu, wenn das Ganze gefinisht ist, ziehen wir hier einfach mal raus und werden dann dementsprechend dann einmal dieses Forward und Backward ansteuern. So, wie können wir das jetzt in einem Abwasch erledigen? Das heißt, hier gibt es eine schöne Geschichte, die heißt Direction und hier kommt raus ein Enum und das können wir jetzt auch benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus und sage einfach mal Switch
und dann gibt es Switch on Timeline Direction und damit ist klar, in welche Richtung dass wir uns gerade bewegt haben. Das heißt, on Finish gehe ich hier einfach mal rein in meinen Switch und dann dementsprechend kann ich sagen, wenn ich Forward war, dann möchte ich natürlich wieder Backward. Das heißt, ich gebe hier ein Backward für den Custom Event und wenn ich Backward bin, dann gebe ich ein Forward. So, also hier ist dieses Forward und Backward schon mal mit implementiert und zwar automatisiert über unsere Direction Enum Variable. Gut, dann gehe ich mal auf Compile und Save, wechsle auf meine Level 1 Map und wenn ich jetzt hier auf Simulate klicke, dann sehen wir, dass das Ganze rauf und runter fährt und zwar im Intervall von einer Sekunde, die wir ja in unserer Timeline eingestellt haben. So, hier gibt es natürlich einen Blueprint Runtime Error, bei unser Player Ref natürlich nicht referenziert wird. Wir haben das ja nicht normal gestartet und jetzt wechsle ich zurück auf meine BP-Plattform. So, und an dieser Stelle hätte ich gerne noch zwei Faktoren berücksichtigt. Zum einen, wie lange soll es dauern, bis die Plattform von A nach B, also vom Start zum Endpunkt, benötigt und dementsprechend auch wieder zurück und wie lange soll sie dann bei dem jeweiligen Start- und Endpunkt verweilen. So, dann beginnen wir mal mit dem Verweilen und dazu gehen wir hier bei Variablen auf Plus und das nenne ich jetzt einfach mal Stop Delay. Das wird sozusagen mein Stop Delay und das wird sein vom Typ Float. So, dann gehe ich auf Compile und das Stop Delay, das werde ich hier defaultmäßig hier drüben unter Details einfach mal auf 2 Sekunden stellen. So, und dann gehe ich nochmal auf Compile und jetzt kann man sich schon denken, wir gehen hier raus beim Finish, das heißt wir sind am Start- oder Endpunkt jeweils angekommen und da können wir hier rausziehen und da sagen wir einfach mal Delay. Und an dieser Stelle können wir dann unser Stop Delay, das aktuell defaultmäßig 2 Sekunden ist, einfach mal implementieren. So, dann auf Compile und Save und dann rüber auf meine Level 1 Map und wenn ich jetzt hier oben auf Simulate gehe, dann sehe ich, dass das Ganze 2 Sekunden stoppt und dann dementsprechend Forward und sich Backward bewegt. So, gut, dann wieder zurück auf unsere Plattform und jetzt möchte ich natürlich auch noch die Movement-Geschwindigkeit sozusagen noch regulieren können und dazu gehe ich bei Variable wieder auf Plus und das nenne ich jetzt einfach mal Travel Time Seconds oder Travel Time in Seconds und ebenfalls vom Typ Float. So, damit man das Ganze wieder vornehmen Viewport Detail einstellen kann, werden wir das Stop Delay, das Auge aufmachen. Das heißt, wir stellen die Variable auf Public und ebenfalls die Travel Time in Seconds, die wird ebenfalls Auge auf Public. So, dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf Compile und jetzt müssen wir natürlich unsere Travel Time noch definieren und dazu gehe ich jetzt hier einfach mal auf mein Event Begin Play, den ziehe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. So, an dieser Stelle, wir haben ja unsere Timeline, die Plattform-Timeline und die können wir uns hier unter den Komponenten bei den Variablen herausziehen. Das heißt, hier habe ich meine Plattform-Timeline und die ziehe ich jetzt einfach mal raus über Get und dann sage ich einfach mal Set Playrate. Set Playrate und dementsprechend können wir das mit dem Event Begin Play schon mal verknüpfen. So, unsere aktuelle Playrate von unserer Timeline steht auf 1 Sekunde und wenn ich das Ganze jetzt hier defaultmäßig auf 2 Sekunden stellen möchte, dann ziehe ich das einfach mal rein mit Get und an dieser Stelle benötige ich ein Divide, das heißt, ich gebe hier einfach mal ein Divide, Operators Divide und dann werde ich hier einfach mal 1 geteilt durch diese Travel Time in Seconds machen. Das bedeutet 1 geteilt durch 2 ist 0,5, das heißt, es spielt sich halb so schnell ab. Das heißt, kleiner 1 wird langsamer, größer 1 wird die Playrate dementsprechend erhöht. So, dann kann ich das Ganze hier mit der New Rate Pin verknüpfen und dann gehen wir wieder auf Compile und Save. So, alle 3 Variablen hier sind auf Public, also auf Auge auf und dann gehe ich rüber auf meine Level 1 Map und wenn ich jetzt die Plattform hier selektiere, dann sehe ich hier drüben unter Details meine sogenannte End Location, die wir ja hier ganz bequem einfach moven können, egal wohin. Ich lege es jetzt einfach mal hier hin und vielleicht noch ein Stück höher, also das ist einfach frei definierbar und das Stop Delay, das mache ich jetzt einfach mal 1 Sekunde und die Travel Time soll sein 3
3 Sekunden. Das können wir hier ganz bequem einstellen durch unsere Public-Variablen. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Simulate gehe, dann sehen wir, dass das Ganze innerhalb von 3 Sekunden von A nach B fährt und dann 1 Sekunde stoppt und dann dementsprechend wieder nach oben und nach unten. So, und damit man beim Aneinanderreihen von mehreren Plattformen mit unterschiedlichen Tempis dann nicht den Überblick verliert, wo wann das nächste startet und endet, werden wir hier einfach noch eine Test-End-Location-Variable mit implementieren. Das heißt, wir gehen zurück auf unser Blueprint und gehen wir hier bei Variable auf Plus und die nennen wir jetzt einfach mal Test-End-Location. So, das wird unsere Test-End-Location und die wird sein vom Typ Bool und ebenfalls Auge auf Public. So, dann gehen wir hier mal auf Compile und Save und wechseln zu unserem Construction Script. So, an dieser Stelle möchte ich natürlich, wenn ich die Test-End-Location Bool dann im Viewport Details selektiere, dann auch die End-Position kurz mal sehen, wo denn die Plattform dann auch endet. Und das machen wir hier einfach wieder, indem wir rausziehen und sagen Set Relative Location von unserer Plattform und dementsprechend benötigen wir jetzt hier unsere End Location und zwar über Get End Location unseren Vektor, den wir ja frei verschieben können mit unserem 3D-Widget. Und wenn wir jetzt hier rausziehen und sagen einfach mal Select und da wollen wir einen Select Vektor und wie gesagt 000, das ist ja unser Default Scene Route hier in der Mitte, das ist immer der Nullpunkt von unserem Blueprint und dementsprechend können wir einfach sagen, die Test End Location, die ziehen wir hier rein in Pick A, das heißt, wenn wir das Boolean selektieren, dann wollen wir die End Location sozusagen haben und dann können wir das Ganze hiermit einfach verknüpfen. Gut, dann gehen wir mal auf Compile und Save, wechseln rüber auf unsere Map und wenn wir jetzt hier dementsprechend mal rechts unter Details die Test End Location selektieren, dann sehen wir, dass die Plattform sich zur End Location bewegt und das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn wir mehrere Plattformen aneinanderreihen wollen und auch testen wollen, ob die von unserem Player erreichbar sind. So, jetzt werde ich einfach mal diese Plattform hier löschen und jetzt gehe ich mal ans Ende, damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird und ich habe ja hier auch schon mal so einen Cube vorbereitet, das heißt, ich schiebe den jetzt hier einfach mal raus, fahre den ein bisschen runter, dann kann ich den auch ein bisschen länger ziehen und dementsprechend kann man das Ganze hier schon mal so andocken, dass es auch erreichbar wird vom Player. Und jetzt ziehe ich mir hier einfach mal so eine Plattform mit her, das heißt, ich bin ja auf der Y500, ich habe ja mein Default hier auch selektiert und jetzt würde ich an dieser Stelle gerne einfach nach unten fahren, das heißt, ich werde die Plattform hier in der Startposition haben und die Endposition, die wird jetzt ganz einfach ein wenig weiter unten sein. So, gut, an dieser Stelle werde ich jetzt auch mal meine Geschichte mit der Test-End-Location mal aktivieren und dann werde ich hier daneben noch eine Plattform hinstellen. Das heißt, diese Plattform kommt dann hier hin und die End-Location wird sein, sagen wir mal einfach ein bisschen noch weiter unten und natürlich müssen wir aufpassen, defaultmäßig ist alles auf 2,2, das heißt, wir sollten dann auch hier mal diese Travel Time in Seconds erhöhen, je weiter der Abstand ist, sagen wir mal 5 Sekunden und dann vielleicht die Verweildauer auf 3, so dass die Sachen auch erreichbar sind und hier gehe ich einfach mal auf 4 und lasse es auf 2 stehen, damit es ein wenig spannender ist. Aber das ist wie gesagt Feintuning, das musst du dann selber entscheiden, wie das Ganze dann eben funktioniert und von deinem Player aus auch erreichbar ist. So, und dann schaue ich mir hier auch mal die End Location an, die ist jetzt hier unten und dementsprechend würde ich dann gerne an dieser Stelle nochmal so eine Lauflinie haben, das heißt, ich drücke die Alt-Taste, kopiere mir das Ganze einfach mal runter und dann werde ich das hier so positionieren, dass es dann sozusagen hier in der Endposition, jetzt schaue ich mal, wie das da alles da liegt, das ist noch ein wenig verschoben, das heißt, ich muss hier wahrscheinlich noch ein Stück rüber und dann
habe ich das Ganze so schon mal mit drin. So, jetzt geht meine Endposition direkt auf diese Lauflinie und das mache ich absichtlich so, damit das Ganze dann nachher noch abgeriegelt wird. Das heißt, wenn der Player zum Beispiel hier steht und dann fährt die Plattform runter, dann soll sie ja unseren Player nicht zerdrücken, sondern soll dementsprechend anhalten und wieder umkehren. Und deswegen bauen wir jetzt hier ein Szenario auf. Einerseits einmal von hier oben, das heißt, wir gehen von hier oben nach hier unten und dann dementsprechend geht es dann hier weiter an dieser Stelle und dann können wir natürlich dann das Ganze hier auch abriegeln, dass wir nicht von unserer Plattform zerdrückt werden. So, jetzt muss ich hier nur noch mal schauen, weil ich denke, dass da vielleicht noch was schief gelaufen ist. Nee, das passt eigentlich soweit. Und jetzt kann ich das Ganze einfach mal mit einem Play from Here starten. So, rechte Maustaste, Play from Here und jetzt laufe ich hier einfach mal rein und jetzt muss ich natürlich schauen, wo meine Plattform bleibt. Die fliegt natürlich jetzt hin und her, das heißt, ich kann noch nichts wirklich entscheiden. Doch jetzt kommt sie auch schon. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das andere auch funktioniert. Und da kommt die nächste und jetzt geht es sozusagen runter zu meiner anderen Laufrichtung und dann kann ich hier wieder weiter. So, jetzt wäre die Sache die, wenn ich hier stehen würde, dann würde mich die Plattform sozusagen ja zerdrücken und das warten wir jetzt auch kurz mal ab und das werden wir jetzt zu allerletzt zum Schluss dann ebenfalls noch abriegeln. Genau, die schiebt uns jetzt weg und das soll natürlich nicht so sein. So, gut, dann werde ich an dieser Stelle das Ganze noch ein bisschen rüberrutschen, dass ich da besser rein kann und dann gehe ich einfach mal auf Save. So, dazu wechseln wir auf unsere BP-Plattform, gehen hier bei Components auf Add und da sagen wir einfach mal, wir benötigen eine Box Collision und diese Box Collision, die klinke ich jetzt mal unterhalb von der Plattformhierarchie ein und dann wechsle ich rüber auf meinen Viewport. So, jetzt benötigen wir eine gewisse Größe. Ich glaube, ich probiere es mal mit 1.6 und 1.6, dass das Ganze schon mal so das abgedeckt ist und dann eine 0.6 vielleicht für so. Und jetzt können wir das Ganze noch ein wenig nach unten schieben, aber dazu sollte ich mal das Raster ausschalten und jetzt kann ich das ein wenig so unterhalb einklinken. So, dann zurück auf den Eventgraphen und den nennen wir jetzt ganz simpel mal Safety Collider zum Beispiel. Das wird mein Safety Collider und dann können wir diesen Safety Collider auch ansprechen, indem wir hier einfach mal diesen Overlap Event abrufen, rechte Maustaste, Add Event, On Component, Begin Overlap von unserem Safety Collider. Jetzt wäre die Frage, soll das auch bei den Enemies passieren oder nur beim Player? Ich mache es jetzt explizit mal nur für den Player und dazu ziehe ich raus, mache einen Branch und dieser Branch wird sein ein Other Actor und zwar wird der haben Actor has Tag und zwar den Tag Player. So, das ist mein Tag Player, den haben wir in unserem Player verankert und dann kann ich das Ganze hier mit der Kondition verbinden und jetzt an dieser Stelle müssen wir dann sozusagen das Ganze umkehren, wenn wir hier colliden und das funktioniert so, wir holen uns jetzt einfach mal diese Timeline raus, die holen wir uns hier unter Components, Plattform, Timeline, die kommt hier rein mit Get Plattform und dann fragen wir erstmal ab, ob die überhaupt active ist active und dann können wir das Ganze hier mit einer Branch wieder abwickeln, Branch und dementsprechend kommt die Kondition wieder hier rein und jetzt geht es weiter. Jetzt fragen wir, ob wir sozusagen Reversing fahren, das ist jetzt aktuell die komische Abfrage, einfach mal ist Reversing und dann, wenn das Ganze Reversing ist, wir gehen von dem True wieder raus, machen einen Branch und dann mit der Return Value wieder in diesen Branch Condition hinein und dann, wenn es Reversing ist, dann soll was speziell passieren. Das heißt, ich schiebe mir das ein bisschen rüber, kann ein bisschen näher ran an die Sache und wenn es True ist, dann würde ich gerne das Ganze playen, also nicht vom Start, sondern da, wo es ist und wenn es false ist, würde ich es gern reversen. So, damit wäre das Ganze jetzt schon mal abgeriegelt und dann können wir das sozusagen kompilieren, speichern, gehen hier drauf und wenn ich jetzt einfach mal hier auf der unteren Schiene sozusagen ein Play from Here mache und jetzt muss ich bloß schauen, wenn meine Plattform kommt, dann sieht man, dass sie dann bei
der Berührung von meinem Kopf mit dem Collider wieder umkehrt, und das wäre jetzt der Sinn der Sache. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer ein wenig Spaß gemacht. Über einen Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.